Guten Morgen zu einer frisch gepressten Sendung von Frequent Traveler TV. Heute wieder nach einer kleinen Pause. Das Seminar war doch etwas anstrengender, als ich dachte. Und jetzt geht es wieder los mit viel frischer Energie und frisch gepressten Folgen. Wir haben mehr Informationen zu dem neuen Business Class Sitz von Lufthansa in den Schmalrumpfflugzeugen. Eurowings macht ja da den ersten. Dann geht es weiter mit dem Thema ITA. Nein, nicht Lufthansa und ITA, sondern Condor und ITA. Condor klagt gegen die Lufthansa-Übernahme der ITA. Wir haben dann auch des Weiteren eine neue Aktion von Avios, von den Freunden von Qatar Airways. Und das vierte Thema, werdet ihr gleich merken, ich habe es einfach verdrängt, aber es kommt gleich wieder. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und natürlich wie immer auf School of the Community da auch euren Beitrag zu leisten. Danke dafür. Das erste Thema, was wir haben, ist natürlich das Thema Lufthansa und der neue Sitz. Da gibt es natürlich das neue Business Class Konzept, dass der Sitz als solches ist der Geven-Sitz. Das ist ein Full Recliner Seat. Lufthansa testet dieses neue Business Class Konzept bei der Eurowings auf der Mittelstrecke Dubai oder dann zum Beispiel Kanarische Inseln oder auch Ägypten. Man möchte halt auf den Langstreckenflügen dort eine Komfortverbesserung haben mit den Single-Aisle-Flugzeugen. Ja, die bekommen die 737 MAX, aber auch auf der 320 Neo. Die Freunde bei Eurowings übernehmen halt die Pilotrolle. Und Reaktion ist natürlich, dass man in dem Premium-Bereich viele private Kunden hat, die für diese Dienstleistung zahlen würden, sagt man bei Lufthansa. Heißt also eventuell auch, dass die Preise natürlich in der Business Class steigen, wenn man da einen besseren Sitz hat. Aber auf der anderen Seite, wenn Marktbegleiter dort auf der Strecke fliegen, Emirates mit Widebodies fliegt nach Dubai und sowas, ist es natürlich schwierig, dann auf dem Gartenstuhl jemanden zu einem Preis zu bewegen, der ähnlich ist wie bei Emirates in so einem Widebody. Es soll eine 2-2-Bestuhlung sein, also ganz klar eine Verbesserung gegenüber den 3-3-Bestuhlungen. Und es sollen aber nur 8 Premium-Sitze sein, also heißt, die ersten 2 Reihen werden diese Sitze haben. Die Breite der Sitze sind 52,5 Zentimeter. Neigung ist 7 Inch, was 17,78 Zentimeter sind. Heißt also, wie viel die Rückenlehne nach hinten zu verstellen ist. Der Sitzabstand sind 29 Inch, das sind 73,66. Und jetzt hört, das ist enger, als der Hersteller empfohlen hat. Und das soll durch die Bauweise kompensiert werden. Das ist ja auch das, was man uns früher immer erzählt hat. Der Platz bleibt gleich, der Sitz ist zwar enger am hinteren Sitz dran, aber dadurch, dass man den Sitz dünner gemacht hat, gibt es halt mehr Beinfreiheit und damit ist der Abstand dann gleich geworden. Es soll eine Komfortpolsterung geben, aber auch eine Fußstütze. Es ist auch Lademöglichkeit natürlich, aber es wird noch geklärt, was USB und so weiter. Aber gehört ja zum Standard. Also wenn die da kein USB-C reinmachen, wäre das in meinen Augen fahrlässig. Der Test soll als Hauptstrecke oder als Markentest oder Markttest im November 2025 starten. Berlin-Dubai, das ist ein 320er Neo, weil die natürlich noch keine 737 MAX haben. Und 2 werden dort umgerüstet, einer aktiv auf der Strecke, einer als Backup, aber auch flexibel auf anderen Routen, quasi Überraschungsupgrade, ist so das Stichwort. Buchbar soll das Ganze ab August 2025 sein. Preis und Positionierung sind natürlich da auch ganz wichtig, vor allem der Preis. Es wird natürlich teurer sein als die bisherige Business Class und positioniert sich in der Economy Class mit extra Legroom, klassischer Langstrecken Business Class. Und es sind keinerlei Flatsitze, ne? Also haben wir ja mitbekommen, aber deutlich mehr Privatsphäre. Bei Erfolg soll das Ganze skaliert werden und auf die weitere Flotte ausgerollt werden. Derzeit sind das 7 320er Neos und es soll auch eine Option geben für die 737er MAX ab 2027, 28, also wenn die halt in die Flotte kommen. Einsatzstrecken sind halt Flüge zwischen 4,5, also ab 4,5 bis 5 und dann länger. Man weiß ja nie, was die noch alles anfliegen, deshalb kann man gar nicht sagen, wie weit die fliegen. Und da ist es so, dass man natürlich im Konzern ja Vergleiche hat. Die ITA hat ja schon ein
ein Hard Product, was so ist, mit diesen Business Class Sitzen. Und die Lufthansa beobachtet halt beide Sitze, heißt also bei der Eurowings den Recliner und bei der ITA ja sogar den Lie Flat und entscheidet dann, welches von der Lufthansa Hauptmarke übernommen wird. Natürlich ist es so, dass die Investitionshöhe, aber auch die Wirtschaftlichkeit ganz wichtig sind. Heißt also, es muss natürlich im Rahmen sein, das, was man investiert, auch, dass man so viel mehr Geld nehmen kann, wo man jetzt aber auch sagen muss, ja gut, das kann ich verstehen, dass man da mehr Geld nehmen möchte. Mal sehen, wie der Markt darauf reagiert. Die erste Phase ist halt wirklich der Fokus auf den Sitz, aber es ist halt so, dass es im Service nette Kleinigkeiten gibt, also eine Produktaufwertung. Und Eurowings kündigt weitere Verbesserungen an, heißt also wirklich auch neue Ausstattungsmerkmale, aber auch eine Produkt- und Serviceoffensive in allen Klassen. Ihr könnt ja unten schreiben, was ihr von dieser Entwicklung haltet, ob ihr sagt, das ist ein guter Weg. Ich persönlich sage, es ist ein besserer Weg als vorher. Ob es optimal ist, 320er solche Strecken zu fliegen, muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn ich so die Wahl hätte zwischen einem Widebody auf dem Flug, heißt also zum Beispiel, wenn Emirates mit 380er fliegt nach Dubai, dann würde ich das wahrscheinlich so eine 320er Röhre vorziehen. Wer hier vorgezogen hat zu klagen, ist die Condor. Das ist bei diesem Thema, beim zweiten Thema, ein interessanter Punkt. Condor hat also Klage eingereicht gegen die Genehmigung des Zusammenschlusses von Lufthansa und ITA. Und die Klage wurde vor dem Gericht der Europäischen Union eingereicht. Und Luxair hat auch dementsprechend eine Klage eingereicht. Und da geht es halt um die Slotvergabe in Mailand, Rom. Die Begründung bei der Condor ist Wettbewerbsverzerrung. Heißt also, die von der EU-Kommission auferlegten Auflagen reichen aus Sicht der Condor nicht aus, um den entstehenden Wettbewerbsnachteil für kleinere Fluggesellschaften zu kompensieren. Kritik ist natürlich auch an der Slot-Regelung, denn trotz Slotabgaben durch Lufthansa ITA bleibt Marktmacht und Dominanz in wichtigsten Flughäfen wie Mailand und Rom zu stark und zu dominant. Lufthansa hatte ja im Juli 2024 endlich nach vielen, vielen gefühlten Jahren des Kampfes mit der EU die ITA übernehmen dürfen, zumindest teilweise 41%. 325 Millionen Euro sind geflossen und es soll bis 2026 die ITA komplett übernommen werden in verschiedenen Schritten. Was hatte die EU damals, damals ist ja gar nicht so lange her, ne, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, hatte halt gesagt, dass man Slots abgeben muss, um Marktzugang für Wettbewerber zu gewährleisten. Natürlich sind viele der Slots an EasyJet gegangen, was Luxair kritisiert, da sie sich dort benachteiligt fühlen. Aber die Condor sagt, dass es trotz dieser Slotabgaben die strukturelle Marktmacht der Lufthansa ITA bestehen bleibt, insbesondere auf den Strecken von nach Italien und im Umsteigerverkehr. Und da kommt natürlich für Condor das Ganze ins Spiel. Und deshalb kann man sagen, okay, die haben da ein Interesse dran. Die Klage zeigt den Druck der kleineren Airlines, weil man halt mit immer mächtigeren und größeren Fluggesellschaften zu tun hat, mit Konglomeraten. Man sieht ja alleine die Markenvielfalt und Produktvielfalt und die Hubvielfalt der Lufthansa Group, was seinesgleichen sucht. Und wenn man dann weiter guckt, ist es so, dass natürlich dieses zukünftige Airline-Fusion durchaus beeinflussen kann. Und natürlich dann kartellrechtlich das Ganze eventuell etwas anders bewertet werden muss. Und falls das Gericht die Genehmigung für rechtswidrig erklärt, müsste die EU-Kommission neu prüfen und strengere Auflagen verhängen. Findet ihr das fair, dass die Lufthansa da noch weiter federn lassen muss? Oder sagt ihr, nee, eigentlich ist das alles so egal, das ist so, wie es ist. Und wer halt zu klein ist, der ist halt einfach zu schwach, nicht groß genug gewachsen, Produkt nicht so gut, ich weiß es nicht, was ihr da für Argumente findet oder natürlich dagegen. Thema, was ich euch nicht vorenthalten wollte, was mir entfallen ist, war natürlich die strengeren Regelungen der Fluggesellschaften mit Powerbanks. Ich selber reise ja auch mit Powerbanks, aber es gab ja einige Brände und zum Beispiel 2025 im Januar brannte Air Busan-Maschine durch die Powerbank. Das war ja auch relativ impressive, wenn man das so sagen will, dass halt da ja, der Flieger ist komplett abgeraucht wegen der Powerbank. Südkorea und weitere Airlines haben halt diese Sicherheitsvorgaben und den Transport von diesen Powerbanks eingeschränkt bzw.
etwas mehr reguliert. Und die Regeln sind halt ergänzende Bordansagen, Passagiere müssen Powerbanks bei Laden in Sicht- und Griffweite haben, Aufladen an Bord ist verboten, keine generelle Regelungsänderung, aber strenge Kommunikation und Kontrolle der bestehenden IATA-Vorgaben. Powerbanks müssen im Handgepäck verbleiben, nicht im Aufgabegepäck, das war vorher auch so. Aus Gründen ist ja so, dass Batterien grundsätzlich nicht erlaubt sind. In Südkorea ist es nur im transparenten Beutel oder mit abgeklebten Kontakten erlaubt. Und man darf sie halt nicht im Gepäckfach mehr verstauen, man muss sie am Mann tragen. Die Limits sind Lithium-Ionen-Akkus, was ja eine Art von Batterie ist, Powerbanks, sind bis 100 Watt ohne Genehmigung, 100 bis 160 Watt nur mit Genehmigung der Airline und 160 Watt und mehr sind generell verboten. Ohne Genehmigung meist bis zu 20 Akkus, also eine krasse Zahl, 20 Akkus darf man mitnehmen. Ohne Genehmigung, mit Genehmigung kann man maximal 2 große Akkus mit 100 und 160 Watt mitnehmen. Dann Lithium-Metall-Akkus, maximal 2 Gramm Lithium mit bis 8 Gramm mit Airline-Genehmigung. Die koreanischen Fluggesellschaften Asiana, Koreaner und so weiter haben da reagiert, aber auch Singapore Airlines und Thai Airways. Und dadurch, dass sie natürlich Sicherheitsbedenken haben, weil wenn das Ding anfängt, wie es bei dem Vorfall in Seoul war, im Gepäckfach hast du natürlich wesentlich weniger Zeit zu reagieren, weil das Ding dann ja vor sich hin schon am Kokeln ist. Vor allem sollte man jetzt wirklich gucken, bei welcher Fluggesellschaft man fliegt, welche Regelungen da sind. Das ist halt eine Sache, die man noch mehr kontrollieren muss. Powerbanks immer zugänglich und sichtbar und griffbereit haben und nur geprüfte qualitativ hochwertige Produkte verwenden. Also da könnt ihr auch nochmal schreiben, inwieweit ihr mit solchen Powerbanks reist und ob ihr da jetzt Sicherheitsmaßnahmen ergriffen habt oder nicht. Was ihr auf jeden Fall überlegen solltet, ist Avios zu kaufen. Man sollte aber überlegen, ob man das bei dieser Aktion macht. Qatar Airways hat 60% Bonus vom 28. Mai bis zum 4. Juni. Ab 3.000 Avios gibt es 30%, ab 16.000 Avios 40% Bonus und ab 32.000 Avios 60% Bonus. Preis ist 1,4 irgendwas Cent und ist natürlich so, dass das in verschiedenen Währungen auch Differenz sein kann. Wir wissen ja alle, Qatar Airways hat ja verschiedenste Promotions. Ich selber habe mein Konto in den USA und man kann das natürlich noch nutzen, wenn man sagt, hey, Qatar Airways, wobei Qatar Airways schon okay ist, um die Avios einzusetzen, ist so, dass die natürlich kostenfrei zwischen Qatar Airways und British Airways transferiert werden können, wenn die Accounts verknüpft sind. Und man kann von British Airways dann zu Iberia, Finnair oder halt zu anderen Programmen das Ganze transferieren und hat damit natürlich dann viele Möglichkeiten. Das heißt also, ihr könnt damit dann auch Aktionen von verschiedenen Anbietern starten. British Airways, Finnair bieten Avios oft günstiger an, teilweise auch ab 1,05 Eurocent, muss man sagen. Dennoch, Qatar bietet halt die häufig günstigeren Einlösemöglichkeiten bei der Business Class nach Asien oder nach Afrika. Wichtig ist auch, dass man gewisse Voraussetzungen haben muss, um diese Aktion zu starten bzw. zu nutzen zu können, ist, dass man die Käufe oder Geschenke über die Qatar Airways Webseite, die Points-Plattform machen muss. Die Punkte sind natürlich wie immer nicht erstattungsfähig, zahlen nicht für den Status und maximal 250.000 Avios pro Kalenderjahr kaufbar oder verschenkbar. Heißt also bei der Fluggesellschaft, ihr könnt halt bei Finnair kaufen und so weiter. Für Käufe muss man mindestens ein Avios auf dem Konto haben und die Avios werden nach 72 Stunden gut geschrieben. Geht meistens schneller oder so. Sofort geschnippt. Wer also kurzfristig Business-Class-Flüge mit Avios bei Qatar Airways buchen will, hat da einen Use Case und kann von dem Bonus profitieren. Wer nur Avios zum Sparen will, sollte halt auf die Angebote warten, wenn sie von BA kommen, also British Airways oder Finnair. Die sind halt wesentlich günstiger und damit kann man dann halt wirklich auch noch den ein oder anderen Schnapper machen. Wir haben hier 7:30 Uhr morgens in Los Angeles. Ich bin hier gerade in Hollywood am Sunset Boulevard im lustigen Andaz, aber werde heute weiterreisen. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ich freue mich, euch dann wieder bei der nächsten Sendung zu sehen. Also, danke, bis dann. Ciao, ciao.